Italki German. Guten Morgen, Frau Becker. Haben Sie kurz Zeit? Guten Morgen, Herr Yilmaz. Ja, natürlich. Ich wollte mit Ihnen über meinen Urlaub sprechen. Gerne setzen Sie sich. Danke. Ich arbeite noch nicht lange hier. Ja, seit ein paar Monaten? Genau. Und ich bin bei Urlaub noch etwas unsicher. Kein Problem. Was möchten Sie wissen? Ich möchte im August gern Urlaub nehmen. Okay. Haben Sie schon bestimmte Tage im Kopf? Ja, ich möchte gern 2 Wochen frei haben. Welche 2 Wochen? Vom 10. bis zum 23. August. Das könnte etwas schwierig sein. Oh, warum? In dieser Zeit haben schon 2 Kollegen Urlaub. Ach so. Wir brauchen immer genug Leute im Büro. Ja, natürlich, das verstehe ich. Aber meine Familie kommt aus der Türkei. Ihre Familie kommt nach Deutschland? Nein, ich möchte zu Ihnen in die Türkei fliegen. Verstehe. Ich habe Sie seit meinem Umzug kaum gesehen. Dann ist der Urlaub natürlich wichtig für Sie. Ja, sehr. Haben Sie den Flug schon gebucht? Nein, zum Glück noch nicht. Sehr gut. Muss ich immer zuerst fragen und dann buchen? Ja, das ist besser. Erst Urlaub beantragen und dann die Reise buchen. Okay, das wusste ich nicht genau. Kein Problem, dafür fragen Sie ja. Kann ich die 2 Wochen trotzdem bekommen? Ich muss kurz in den Urlaubsplan schauen. Natürlich. Also, am 10. August sind tatsächlich schon 2 Kollegen weg. Und eine Woche später? Ab dem 17. sieht's besser aus. Könnte ich dann ab dem 17. Urlaub nehmen? Ja, wahrscheinlich? Für 2 Wochen? Bis zum 30. August wäre es möglich. Das wäre super. Aber ich habe noch eine Frage. Ja? Wie viele Urlaubstage brauche ich dafür? Sie arbeiten von Montag bis Freitag, richtig? Ja, Dann brauchen Sie für 2 Wochen 10 Urlaubstage? nur die Arbeitstage zählen. Genau, Samstag und Sonntag nicht. Gut, jetzt verstehe ich es. Und habe ich schon genug Urlaubstage? Ja, Sie haben noch genug. Sehr gut. Sie müssen den Antrag aber noch im System eintragen. Da kommt mein nächstes Problem. Sie wissen nicht, wie das geht? Nicht wirklich. Ich habe das System einmal geöffnet und sofort wieder geschlossen. Warum denn? Da waren sehr viele deutsche Wörter. Das glaube ich. Ich dachte, mein Deutsch ist plötzlich wieder ganz am Anfang. Keine Sorge, das System versteht manchmal auch Deutsche nicht. Das beruhigt mich ein bisschen. Sie wählen einfach Urlaub aus. Okay, Dann tragen Sie den ersten und den letzten Urlaubstag ein. also den 17. und den 30. August. Fast. Der 30. August ist ein Sonntag.
Ach, stimmt. Als letzten Arbeitstag tragen Sie den 28. August ein. Jetzt hätte ich fast 2 Tage extra beantragt. Das System hätte Sie wahrscheinlich gewarnt. Gut, dass wenigstens das System aufpasst. Danach bekomme ich den Antrag und kann ihn bestätigen. Kann ich dann heute noch meinen Flug buchen? Warten Sie bitte auf meine Bestätigung. Okay, sicher ist sicher. Genau? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Becker. Sehr gern, Herr Yilmaz. Und ich hoffe, Sie finden einen guten Flug. Das hoffe ich auch. Im August sind die Preise leider nicht sehr freundlich. Das ist im Sommer leider normal. Dann beantrage ich den Urlaub sofort. Machen Sie das. Und wenn das System wieder zu viel Deutsch spricht, komme ich zurück. Dann übersetzen wir es zusammen. Perfekt, danke. Gern und schönen Feierabend später. Danke Ihnen auch. Hast du eigentlich schon deinen Urlaub geplant? Ja, wir fahren im September weg. Ach, ihr auch? Du auch im September? Ja, mein Freund und ich haben 2 Wochen Urlaub. Perfekt, dann ist es bei uns fast gleich. Fährst du mit deinem Mann weg? Ja, mit meinem Mann und den Kindern. Das klingt nach viel Organisation. Oh ja, besonders mit 2 Kindern. Habt ihr schon alles gebucht? Fast alles. Wir fahren für 10 Tage an die Ostsee. Oh, schön. Wo genau? Nach Rügen. Da war ich noch nie. Wir waren schon einmal dort. Hat es euch gefallen? Ja, sehr. Die Kinder lieben den Strand. Und im September ist es wahrscheinlich ruhiger. Genau, das ist der Plan. Nicht so viele Touristen? Hoffentlich nicht. Und die Preise sind auch etwas besser. Das ist wichtig. Im Sommer ist alles so teuer. Ja, besonders in den Ferien. In Polen ist das ähnlich. Fährst du nach Polen? Nein, diesmal nicht. Wohin fahrt ihr? Mein Freund und ich fahren nach Italien. Oh, sehr schön. Ja, wir wollen noch ein bisschen Sonne. Dann ist September perfekt. Das hoffen wir. Wir fahren nach Südtirol. Also Berge und gutes Essen? Genau. Mein Freund möchte wandern. Und du? Ich möchte hauptsächlich essen. Das ist auch ein guter Urlaubsplan. Ich finde schon. Wandert ihr denn viel? Er schon. Ich mache gern kleine Wanderungen. Wie klein? Mit einem Kaffee am Ende. Sehr vernünftig. Und ihr? Macht ihr auf Rügen auch Ausflüge? Ja, bestimmt. Aber mit den Kindern planen wir nicht zu viel. Das ist wahrscheinlich besser. Sonst haben wir Urlaub und trotzdem Stress. Das kenne ich. Du hast doch keine Kinder.
Nein, aber ich habe einen Freund, der jeden Tag etwas planen möchte. Das zählt vielleicht auch. Am ersten Urlaubstag sagt er bestimmt, wir stehen morgen früh auf. Im Urlaub? Ja, Das wäre nichts für mich. für mich auch nicht. Ich will wenigstens einmal bis 9 Uhr schlafen. Bei uns ist 9 Uhr schon fast Mittag. Wegen der Kinder? Genau. Unser Sohn ist immer sehr früh wach. Auch im Urlaub? Natürlich. Oh nein, Aber mein Mann steht meistens mit ihm auf. das ist nett. Ja, dafür mache ich später das Frühstück. Also habt ihr ein gutes System. Meistens. Fahrt ihr mit dem Auto? Ja, mit den Kindern ist das einfacher. Das verstehe ich. Und ihr? Wir fahren mit dem Zug. Die ganze Strecke? Ja, mit einem Umstieg. Mutig. Warum mutig? Mit Koffern und Umsteigen kann es stressig werden. Das stimmt. Aber mein Freund sagt, die Reise beginnt schon im Zug. Das klingt sehr romantisch. Frag mich noch einmal nach dem Umstieg. Dann klingt es vielleicht anders. Wahrscheinlich. Ich freue mich trotzdem schon auf September. Ich auch. Noch ein paar Wochen arbeiten. Und dann endlich Urlaub. Mit Familie, Freund, Strand oder Bergen. Hauptsache ein bisschen raus. Genau. Wow, der Königssee ist wirklich schön. Ja, viel schöner als auf den Fotos. Ich könnte hier den ganzen Tag bleiben. Das klingt gut. Aber wir sollten auch mit dem Boot fahren. Natürlich willst du sofort etwas machen. Wir sind doch im Urlaub. Genau, deshalb möchte ich mich auch ein bisschen ausruhen. Wir können uns später ausruhen. Das sagst du seit heute Morgen. Naja, es gibt hier einfach so viel zu sehen. Und ich möchte den See auch einfach genießen. Okay, 5 Minuten Pause. 5 Minuten. 10? Jetzt wird es besser. Du bist im Urlaub wirklich anders. Wie meinst du das? Zu Hause bist du immer aktiv. Zu Hause muss ich auch arbeiten. Und hier? Hier möchte ich langsam machen. Interessant. Warum? Das ist unser erster gemeinsamer Urlaub. Und du lernst gerade meine Urlaubsseite kennen. Sehr entspannt. Sehr vernünftig. Ich bin eher Teamprogramm. Das habe ich schon gemerkt. Boot fahren, wandern, Fotos machen. Und wann trinken wir Kaffee? Nach dem Wandern. Falsche Antwort. Vor dem Wandern? Schon besser. Okay, zuerst Boot, dann Kaffee. Und dann sehen wir weiter. Du willst das Wandern vermeiden.
Nein, nur verschieben. Bis morgen? Vielleicht. Schau mal, das Licht ist gerade perfekt. Für ein Foto? Ja, komm mal hierher. Schon wieder ein Foto? Wir brauchen doch Erinnerungen. Wir haben schon sehr viele Erinnerungen auf deinem Handy. Aber noch kein gutes Foto von uns beiden. Das stimmt. Komm, nur eins. Okay. Ein bisschen näher. So? Ja, perfekt. Zeig mal. Moment. Oh nein, Was? meine Haare. Die sehen doch gut aus. Der Wind sieht das anders. Ich finde das Foto schön. Du siehst natürlich gut aus. Dann machen wir noch eins. Nur noch eins. Versprochen. Das hast du vorhin auch gesagt. Diesmal meine ich es ernst. Okay, schnell. Und lächeln. Fertig? Ja, Das ist besser. siehst du? Das behalten wir. Also jetzt zum Boot? Wie lange dauert die Fahrt eigentlich? Ich glaube nicht so lange. Du glaubst? Ich habe es gestern gelesen. Und natürlich hast du alles geplant. Fast alles. Das macht mir ein bisschen Angst. Warum denn? Weil ich nichts geplant habe. Das ist doch perfekt. Perfekt? Ich plane und du sagst nein. Das klingt tatsächlich nach einem guten System. Dann sage ich jetzt Boot fahren. Ja? Und danach eine kleine Wanderung? Danach Kaffee. Und nach dem Kaffee? Dann darfst du noch einmal fragen. Abgemacht. Siehst du, unser erster Urlaub funktioniert doch. Bis jetzt. Sag das lieber nicht zu früh. Okay, komm. Zum Boot. Zum Boot. Und danach Kaffee. Ja, ja, ich hab es verstanden. Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit. Das hast du vor 20 Minuten auch gesagt. Diesmal stimmt es wirklich. Bist du sicher? Fast. Fast ist kein gutes Wort beim Wandern. Warum nicht? Weil ich meine Beine kaum noch spüre. So schlimm ist es nicht. Für dich vielleicht nicht. Komm, wir machen kurz Pause. Endlich. Hier ist ein guter Platz. Ich setze mich sofort. Möchtest du Wasser? Ja, bitte. Du hast doch auch eine Flasche dabei. Meine ist fast leer. Du hast zu schnell getrunken. Es ist warm.
Heute Morgen war es noch kühl. Heute Morgen war ich auch noch glücklich. Jetzt bist du nicht mehr glücklich? Ich bin müde und hungrig. Das ist etwas anderes. Für mich gehört das zusammen. Du wolltest doch unbedingt in die Berge. Ja, aber ich dachte an schöne Aussicht. Die Aussicht ist doch schön. Ja, wenn ich noch Kraft habe, nach oben zu schauen. Du bist wirklich dramatisch. Ich bin Spanier. Ist das deine Erklärung? Heute schon. In Spanien gibt es doch auch Berge. Ja, aber ich gehe dort nicht jeden Samstag wandern. Ich auch nicht. Das glaube ich dir nicht. Warum? Du läufst hier, als wäre das ein Spaziergang. Ich bin einfach an Berge gewöhnt. Und ich bin an Cafés gewöhnt. Das habe ich schon gemerkt. Gibt es oben wenigstens ein Café? Kein Kaffee. Was? Aber eine Hütte. Mit Essen? Natürlich. Warum hast du das nicht früher gesagt? Du hast nicht gefragt. Was gibt es dort? Vielleicht Suppe, Brotzeit oder Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn klingt gut. Jetzt hast du plötzlich wieder Energie. Essen motiviert mich. Das merke ich. Wie lange brauchen wir noch bis zur Hütte? Ungefähr eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Vielleicht etwas weniger. Wir können auch zurückgehen. Jetzt zurück? Ja, Aber wir sind fast da. du hast schon wieder fast gesagt. Weil es stimmt. Und wenn es anfängt zu regnen? Es sieht nicht nach Regen aus. Da sind Wolken. Ein paar Wolken sind normal. In den Bergen ändert sich das Wetter schnell. Das hast du gestern im Internet gelesen, oder? Ja, Ich habe die Wettervorhersage heute Morgen geprüft. und? Es soll trocken bleiben. Gut. Außerdem haben wir Jacken dabei. Du hast an alles gedacht. Fast an alles. Bitte sag nicht wieder fast. Okay. Schau mal da vorne. Was? Ist das die Hütte? Ja, genau. Das ist wirklich die Hütte? Ja, Dann war es wirklich nicht mehr weit. das sage ich doch. Okay, du hattest recht. Kannst du das noch einmal sagen? Nein, Schade. aber die Aussicht ist wirklich unglaublich. Siehst du, Die Berge sehen von hier ganz anders aus. deshalb wollte ich noch weitergehen. Jetzt verstehe ich es. Und jetzt? Jetzt möchte ich Kaiserschmarrn. Natürlich.
und danach gehen wir ganz langsam zurück. Abgemacht. Sehr langsam. Ja, sehr langsam. Du hast doch nächste Woche Urlaub, oder? Ja, endlich. Und wohin fährst du? Nirgendwohin. Wie bitte? Ich bleibe in Berlin. Du hast Urlaub und bleibst hier? Ja, warum nicht? Ich dachte, du fährst irgendwo hin. Nein, dieses Jahr nicht. Aber eine ganze Woche? Genau. Und was machst du dann? Erst einmal ausschlafen. Das klingt schon mal gut. Dann langsam frühstücken. Zu Hause? Oder in einem Café. Okay, das klingt besser. Siehst du? Aber du willst doch nicht jeden Tag nur Kaffee trinken. Nein, natürlich nicht. Was hast du noch geplant? Eigentlich nicht viel. Gar nichts? Das ist ja der Plan. Das könnte ich nicht. Du brauchst immer ein Programm. Ein bisschen schon. Ich brauche diesmal Ruhe. War die Arbeit so stressig? Sehr. Ich möchte morgens nicht auf die Uhr schauen. Das verstehe ich. Und ich möchte keine E-Mails lesen. Sehr wichtig. Mein Laptop bleibt zu. Versprochen? Versprochen. Und wenn dein Chef schreibt? Dann sehe ich es nach dem Urlaub. Sehr gut. Außerdem ist Berlin im Sommer schön. Wenn es nicht zu heiß ist. Heute ist es schon ziemlich heiß. Ich schmelze fast. Zum Glück sitzen wir hier am Wasser. Und zum Glück habe ich ein Eis. Deins sieht besser aus als meins. Du wolltest doch Zitrone. Ja, aber jetzt möchte ich Schokolade. Zu spät. Kann ich einmal probieren? Nur einmal. Danke. Hey, das war aber viel. Urlaubsvorbereitung. Sehr lustig. Nächste Woche hole ich mir jeden Tag ein Eis. Das ist dein Urlaubsplan? Ein Teil davon. Was noch? Vielleicht fahre ich an den Wannsee. Zum Schwimmen. Ja, wenn das Wetter schön bleibt. Da ist im Sommer bestimmt viel los. Deshalb fahre ich früh. Im Urlaub früh aufstehen? Okay, vielleicht doch nicht so früh. Das passt besser zu dir. Oder ich gehe einfach in den Park. Mit einem Buch? Ja, und etwas zu trinken. Das klingt wirklich entspannt. Genau das will ich. Keine Koffer, kein Flughafen, kein Stress. Und kein Warten am Bahnhof. Auch nicht schlecht. Vielleicht mache ich auch ein Picknick. Allein? Nein, du kannst mitkommen. Ich muss arbeiten. Nach Feierabend. Das geht.
Dann bringst du Getränke mit. Und du? Ich bringe Essen. Und Eis? Natürlich. Okay, langsam verstehe ich deinen Urlaub. Und? Vielleicht muss man gar nicht immer verreisen. Genau. Manchmal reicht Berlin, Sonne und ein Eis. Und keine E-Mails. Vor allem keine E-Mails.